Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich mache hier einen kleinen Rückblick, da zeige ich euch nochmal, wie ich in der letzten Folge die Buchsen hier am Trailing-Arm vorne eingepresst habe. Da sieht man das Ganze auf der Presse. Da habe ich ein spezielles Werkzeug, welches die Gummibuchsen vorspannt, damit man dann das Ganze montieren kann. Und hier wird die Radlagerschale eingepresst. Und im Anschluss habe ich dann die einzelnen Shims vermessen, damit man das Radlagerspiel perfekt einstellen kann. Da gibt es unterschiedliche Dicken und man sollte das nachher auf ungefähr 2000 bis 7000 auf ein Inch einstellen. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Ja, ich werde jetzt die Lager hier einsetzen, aber bevor man die Lager hier drin verbaut, sollten die natürlich gefettet werden. Und man kann da einfach hier das Fett aus so einer Fettpresse nehmen und schmiert das hier einfach so auf die Rollen. Aber da bekommt man nie so eine hundertprozentige Füllung halt von dem Lager hin, wie wenn man das hier mit so einem Tool macht. Da gibt es ein Werkzeug, da kann man hier einfach die beiden Hälften hier oben und unten gegen das Lager schrauben. Und dann wird das mehr oder weniger dazwischen eingequetscht und bietet dann eine formschlüssige, dichte Verbindung ab. Und da ist dann hier oben so eine Hohlwelle drin. Da ist ein Schmiernippel oben drauf. Und ich hoffe mal, dass man das auf der Kamera festhalten kann. Weil vielleicht, wenn man hier zwischen Reihen filmt, dann hat man eben hier zwischen den beiden Kunststoffteilen, sieht man jetzt das Lager. Und wenn ich die Fettpresse ansetze, drücke ich jetzt mal das Fett durch das Lager hindurch und ich hoffe mal, dass man dann auch sieht, dass das gleich da unten aus der Lagerschale dann heraustritt, beziehungsweise aus dem Käfig. Und der Käfig, der hält ja die Rollen und jetzt sieht man das sehr schön. Jetzt kommt das Fett aus dem Käfig heraus und ist jetzt überall im Lager drin. Und das ist jetzt eine viel bessere Verteilung von diesem Fett, als wenn man das nur mit der Hand aufstreicht. Und jetzt kann man das Ganze wieder auseinanderschrauben und dann im Trailing-Arm verbauen. So, ich drehe das mal gerade ab. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Also da sieht man dann auch, man hat jetzt hier eine gleichmäßige Füllung vom Lager und das Fett ist schön im Käfig komplett drin und verteilt. Und jetzt kann man das schön hier reinsetzen und hat halt eine einwandfreie Füllung von dem Lager. So, ich mache jetzt noch ein bisschen zusätzliches Fett drumherum und ja, dann haben wir das eigentlich schon gut vorbereitet zum Hand. Gefällt dir das Video? Dann lass doch ein Abo da. Ja, das Lager ist jetzt drin und ich nehme jetzt hier so einen Radialwellendichtring, Simmering auch genannt, und der wird jetzt hier drauf gesetzt und der dichtet quasi das Ganze zum Rad hin ab, dass da das Fett nicht nach außen hin austritt. Deswegen ist es auch wichtig, die neu zu machen. Und ich schlage den jetzt drauf und dann ist der 100% dicht und es tritt kein Fett zur Bremse hin aus. Der wird bündig hier eingeschlagen, das heißt, da darf hier kein Spalt sein und dann sitzt der richtig und dann kann das Lager sich trotzdem noch frei drehen, also der darf nicht zu tief sitzen. Und hier ist die Dichtlippe, die wird dann ein bisschen eingefettet, damit die jetzt, wenn man die Achse da durchschiebt, nicht kaputt geht. Und dann kann man das Ganze zusammenbauen. So, ich bin jetzt nochmal mit dem Trailing-Arm hier rüber gegangen, weil jetzt wird die Spindel dort drauf gesetzt. Ich drehe den jetzt einmal um und setze den jetzt zentral auf die Spindel. Und dann kommt hier diese Distanzhülse, die wir eben ausgemessen haben, dort hinein. Und im Anschluss dann noch das innere Radlager. Das habe ich jetzt auch gefettet. Das wird dann hier drauf gesetzt. Das habe ich auch schön hier mit Fett einmal versehen. Über das Lager wird dann hier
dieser Flange draufgesetzt. Und dann kommt hier dieses spezielle Werkzeug zum Einsatz. Das ist das Spindle Installation Tool. Das wird dann hier auf die Spindel draufgeschraubt. Das dreht man dann bis Anschlag dort drauf, damit die Gewindegänge auch nicht beschädigt werden, wenn man das jetzt anzieht. Und dann kommt über dieses Installation Tool noch hier diese Hülse. Und diese Hülse drückt jetzt auf den Innenring vom Lager und zieht jetzt das Ganze auf die Spindel. Da nehme ich jetzt auch wieder einen Schlagschrauber und ziehe das Ganze an, und man kann jetzt hier sich das Ganze ansehen. Ich muss hier gerade nur diesen Hebel mal zur Seite tun und dann ziehe ich das jetzt an. Vielleicht kann man auch hier unten noch filmen, da sieht man jetzt, wie sich das dort reinzieht. Jetzt geht der Kompressor an. Gucken, dass sich hier dieser Hebel nicht verklemmt. Der sitzt nämlich da für die Handbremse. Jetzt ist die Spindel hier auf das Lager draufgezogen. Jetzt kann man hier dieses Tool abziehen. Der Kompressor geht gleich aus, der ist jetzt ein bisschen lauter. So, und wie man jetzt sehen kann, sitzt die Spindel jetzt schön hier im Trailing-Arm. Und das Ganze lässt sich jetzt auch frei drehen. Und ist jetzt auf der Spindel fest verbunden. Und der nächste Schritt ist jetzt eigentlich nur noch den Simmering draufzusetzen, damit das Ganze dann auch staubdicht ist und dass da keine Feuchtigkeit reinkommt. Und da muss man jetzt mal gucken, dass man da auch dran kommt. Deswegen brauchen wir hier so eine Verlängerung. Und dann auch hier wieder bündig. Dann kommt hier noch so eine Staubkappe oben drüber. Die sichere ich immer noch mal zusätzlich, damit die nicht abfallen kann. Und dann ist der Trailing-Arm eigentlich fertig. Ja, schlussendlich wird jetzt nur noch hier der Flange draufgesetzt und die Kronenmutter. Und das Ganze ziehe ich jetzt auf erster Stufe mit dem Schlagschrauber erstmal an. Wenn das Ganze gleich im Auto montiert ist, dann werde ich das mit 150 Newtonmetern mit dem Drehmomentschlüssel nochmal nachziehen und dann bis zur nächsten Einrastung hier vom Splint halt dort noch weiter drehen. Ja, ich habe den Trailing-Arm jetzt wieder am Fahrzeug montiert. Der ist jetzt wieder hier in der Corvette drin. Den Bolzen habe ich auch schon durchgeschoben. Und jetzt muss ich hier von diesen Spurplatten, von den Shims, jetzt wieder die entsprechende Anzahl, zuerst einmal analog der Menge, wie sie vorher drin war, hier verbauen. Und die muss man ein bisschen mit Druck einsetzen, dass sie dann hier drin sitzen. Und dann werden die hier runtergebogen. Und dann hier auch nochmal mit einem Splint durchgeschoben, der das Ganze sichert. So, und jetzt ist das Ganze schon mal vorab montiert und die Feineinstellung, die muss
bei einer anschließenden Spurvermessung erfolgen. Das ist dann aber wieder ein anderes Thema, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Vielleicht könnt ihr das euch auch anschauen. Ich verlinke das oben in der Beschreibung. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt alles wieder hier soweit zusammen. Und der Trailing-Arm, der sitzt auch wieder in der Buchse. Die Shims sind dort drin jetzt. Die Schraube ist auch festgezogen. Das Ganze hat eine gewisse Vorspannung. Hier ist noch ein neues Handbremsseil montiert. Und in Kombination mit den Koni Classic Dämpfern und auch hier den einstellbaren Strut Rods ist das eigentlich eine sehr gute Kombi. Und ja, das ganze Fahrwerk wird noch ergänzt durch zusätzlich eine Kompositplattfeder. Der Stefan, dem das Auto gehört, der wollte diese Feder gerne verbaut haben. Und ja, ich habe jetzt auch ein paar andere Komponenten noch zusätzlich zu der Radlagegeschichte mit verbaut. Und der letzte Schritt ist eigentlich nur noch jetzt hier die Feder zu montieren. Und dafür muss die hier in die Plattfederbolzen jetzt montiert werden. Da muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Die Kompositfeder darf man auch nur hier am Stahl anheben und nicht am Kunststoff. Und ich drücke die jetzt noch ein Stück nach oben und montiere dann letztendlich hier das Federgummi. Und so ist die ganze Reparatur jetzt auch komplett. Wenn die Mutter angezogen hat, kann man auch den Getriebeheber ablassen und das Ganze jetzt noch ein bisschen nachziehen. Aber so sieht das Ganze auch sehr stimmig aus und ja, das Auto ist jetzt komplett und ich hoffe, es wird sich auch gut fahren. Ich werde jetzt eine Probefahrt machen. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ciao.